Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, ich habe ein nettes kleines Sketchbook zur Verfügung bekommen. Sehr schön eigentlich. Ja, ich weiß jetzt nicht, aus was für ein Material es besteht, ob das hier Echtleder ist, glaube ich nicht, vielleicht Kunstleder, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir heiß gepresstes Papier dafür mal ausgesucht. Es gibt es auch in kalt gepressten, das ist Aquarellpapier. Und ja, ich werde dieses Buch nutzen, um kleine Sachen zu machen für euch, die ihr nutzen könnt für Karten, kleine Zeichnungen. Dafür finde ich das mal ganz schön. Dafür ist auch heiß gepresstes Papier ziemlich gut, weil es sehr glatt ist. Ne? Und das Schöne hier ist, also ja, man könnte jetzt hier noch einen Stift reinstecken. Okay, ja, Karten, wer für unterwegs skizzieren will, aber wer macht das schon, ne? Aber was noch sehr schön ist, finde ich, Klack auf. Man nimmt sich das einzelne Blatt raus, auf dem man arbeiten möchte, weil ich bin jetzt kein Typ, der hier in diesem Ding arbeiten würde. Das wäre mir zu umständlich. Ja, hier ist ein Magnetverschluss, auch sehr nett. Und ja, man nimmt sich das einzelne Blatt raus und kann darauf dann arbeiten. Und das werde ich mal tun. Und die Rückseite ist noch viel glatterer als die Vorderseite. Die ist auch schon sehr schön. Ja, und da gucken wir doch mal, was wir da mal Schönes drauf machen. Ich habe so eine Idee. Jetzt für Weihnachten braucht man ein paar kleinere Motive mal für Karten. Und da fangen wir doch einfach mal an. Und könnten zum Beispiel mal, ja, ich fange jetzt an und skizziere hier eine kleine süße Geschichte. Leider ist es schwer zu erkennen. Ich versuche gleich noch, dass ihr da ein bisschen besseren Blick drauf bekommt. Und zwar ist es der Weihnachtsmann, der kopfüber in einem Schornstein feststeckt. Ja, und ich hoffe, ihr habt Freude und Spaß, mich bei diesem Motiv zu begleiten. Es wird gleich besser, man kann es gleich besser erkennen, sobald ich es ein bisschen schräger mal zum Licht halte. Aber ja, sobald ich anfange, den Himmel drumherum zu malen, dann könnt ihr es auf jeden Fall ganz gut erkennen. Ich hätte es auch gleich ein bisschen dicker malen können und dann ein bisschen wegradieren. Das werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall machen, damit ihr das dann besser sehen könnt. Eben konnte man es so ein bisschen besser erkennen, ne? Als ich das Blatt etwas schräg gehalten habe. Ja, sorry Leute, beim nächsten Mal.
Ja, das Motiv habe ich jetzt soweit fertig. Hier könnt ihr es ganz gut erkennen. Und ich fange als erstes an und mache den Hintergrund des Himmels erstmal ein bisschen nass. Und verteile dann ein paar Blautöne. Ich hatte erst mit einem Indigo-Ton angefangen. Die Farben, die ich heute verwende, sind von Victoria, von VH Aquarell. Aber dieser Indigo-Ton hat sich so ein bisschen aufgespalten in Lila und das hat mir dann nicht so gut gefallen für diesen Himmel. Und ich habe dann nochmal einen anderen Farbton dazu getan. Ich müsste jetzt mal ganz kurz gucken. Das zweite Blau, was dann kommt, ist ein Aquamarinblau. Und ja, wichtig ist, wie gesagt, dass der Hintergrund schön feucht ist, damit ihr keine Ränder bekommt. Und ja, das funktioniert natürlich auf heiß gepresstem Papier irgendwie nicht so wirklich toll. Die Farbe bleibt lange drauf liegen. Es können sich Pfützen bilden und sobald die trocknen, halt auch Ränder. Deshalb ist es wichtig, da so eine Zwischenfeuchtigkeit zu finden, mit der man arbeiten kann. Hinterher, ich sage euch das später nochmal bei dem Weihnachtsmannmantel, da kann man das ganz gut sehen. Da war zu viel Feuchtigkeit, die gestanden hat und da hat es Ränder gegeben. Aber hier beim Himmel bekomme ich das jetzt noch ganz gut hin. Nach außen hin setze ich dann gleich nochmal eine Feuchtigkeit dran, damit es schön verwischt und sich verzieht und nicht so harte Kanten gibt. Ja, während der Himmel trocknet, beschäftige ich mich hier schon mal mit dem Schornstein. Das ist ja ein bisschen weiter tiefer. Die Farben können also nicht ineinander laufen. Und ich habe mir hier einen etwas eckigeren Pinsel geschnappt, um diese schönen Backsteinformen hinzubekommen. Und dann habe ich mir einen Braunton geschnappt von Victoria. Ich kann euch nicht sagen, wie der heißt. Das war eine Probe. Keine Ahnung. Aber ihr seht, es ist ein schönes, passendes Backsteinbraun. Und damit setze ich hier jetzt einfach die Steine vom Schornstein. Der Himmel ist mittlerweile trocken und ich mache hier jetzt weiter mit dem Weihnachtsmannmantel und das ist ein Echtrot, die Nummer 203, ein richtig schönes, normales, leuchtendes Rot. Auch die Farbe von Victoria. Wie gesagt, die Farben waren dann sehr nass auf dem Papier, also hier sieht man das noch, die sind ordentlich kräftig und leider beim Trocknen hat es dann einen kleinen Trockenrand gegeben. Das habe ich aber dann ausgebügelt, indem ich einfach nochmal drüber gemalt habe. Dadurch ist es nochmal kräftiger geworden, das Rot, und richtig schön. Ja, und wie gesagt, hier dreht euch auch eure Arbeit immer so, dass ihr an alles gut rankommt, dass ihr nirgendwo mit dem Handrücken reinpatscht. Da habe ich nämlich auch immer so ein Talent für. Und hier kann man eigentlich erkennen, wie der Weihnachtsmann so steht. Ne? Auf dem Kopf steckt er im Kamin fest. Ja, dann hatte ich hier zwei Päckchen und eine Zuckerstange, die liegen im Schnee verteilt.
habe ich hier gestaltet und male jetzt bunt an. Da kommen dann nachher auch noch mal ein paar schöne Glitzerfarben in Einsatz für die Schleifen. Ja, da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ne? Malt so viel Päckchen, wie ihr möchtet. Man hätte jetzt auch zum Beispiel hier noch Rudolf mit der roten Nase so über den Dachfirst hätte gucken können, um zu schauen, was der Weihnachtsmann da macht. Wäre auch noch eine nette Idee gewesen. Ja, hier sieht man halt, dass der Weihnachtsmannmantel ein bisschen fleckig getrocknet ist. Ich male ihn jetzt einfach nochmal über. Damit wird das Rot richtig schön leuchtend und kräftig. Ja, und dann fange ich an mit den kleinen Details. Den Gürtel, die Gürtelschnalle und die Päckchenschleifen. Dann nehmt ihr euch ein ganz, ganz helles, wässriges Blau und setzt nochmal so ein paar Schneeschatten auf das Dach in den Schnee hinein. Das muss aber wirklich sehr, sehr hell sein. Lieber nochmal ein bisschen Farbe wegnehmen, so wie hier, anstatt es zu dick zu lassen. Ja, und hier seht ihr meinen Kasten mit meinen Metallic- und Chamäleonfarben von Victoria, von VH Aquarell. Also immer wieder ein Traum, mit diesen wunderschönen Glitzerfarben zu arbeiten. Sobald die trocken sind, die leuchten, die funkeln, das ist wirklich schön. Und ja, hier setze ich jetzt, wie gesagt, die Schleifen an die Päckchen. Und hier und da mal ein kleiner Funkel ist immer ganz schön und macht sich richtig gut. Ja, und dann kam mir in den Sinn, dass ich ja so einen Weihnachtsmannstempel habe mit Rentieren. Und da habe ich gedacht, okay, du mach doch mal diesen leeren Schlitten, der dann auch jetzt ohne den Weihnachtsmann durch den Himmel pest. Und habe, das ist ein schöner Trick, wenn ihr etwas nicht stempeln wollt bei einem Stempel, klebt euch das ab, macht dann die Stempelfarbe drauf und zieht das Klebeband wieder ab.
Ich habe leider nicht so wirklich gemerkt, dass mein Stempel hier ziemlich eingetrocknet ist. Also ich habe jetzt beim ersten Mal zu wenig Farbe drauf. Das ist aber nicht schlimm, das male ich nachher nach. Beim zweiten Mal mache ich mir meine Farbe nochmal, aktiviere ich die ein bisschen mit Alkohol. Und deshalb wird die Schrift besser. Ja, wie gesagt, hier setze ich jetzt den Stempel drauf. Er ist gleich nicht gut zu sehen, aber es ist kein Problem. Ich male das dann nochmal nach. Von daher alles gut soweit. Und hier nehme ich jetzt meinen Reinigungsalkohol, mache mir meine Farbe nochmal ein bisschen feucht. Damit wird die Tinte angelöst. Und hier beim zweiten Stempel werdet ihr jetzt sehen, klappt das wunderbar. Und da ist die Farbe wieder schön kräftig. Ja, jetzt nehme ich mir einfach einen Fineliner. Also ich konnte es ganz gut erkennen, wo der Stempel so sitzt und male jetzt die Linien einfach nochmal nach. Von daher war das jetzt nicht so ein großes Problem. Und am Ende fährt der leere Schlitten mit den Rentieren im Himmel davon. Ja, dann kommt noch ein bisschen Glitzer, Gold in Einsatz hier für die Sternchen und gleich, wie gesagt, bei den Paketen noch ein paar wunderschöne Farben für die Paketbänder. Und ja, zum Schluss fange ich an und rahme nochmal alles ein bisschen mit dem Fineliner ein. Ihr könnt natürlich das Motiv auch so lassen, wie es jetzt ist, aber ja, ich wollte ganz gerne das nochmal so ein bisschen akzentuiert haben und deshalb, wie gesagt, rahme ich hier alles nochmal mit dem 02er Fineliner ein. Ja, zum Ende hin ist das Bild im Grunde fertig und ich werde mir jetzt hier nochmal meine Acrylfarbe schnappen, die ein bisschen mit Wasser verdünnen, um dann einfach nochmal ein paar so ein bisschen 3D-Effekte mit weißer Acrylfarbe zu setzen, ein paar Schneehaufen und am Ende ein paar Schneeflocken, die ich dann drauf spritze.
Und hier kommen wir jetzt langsam zum Ende von meinem Video. Ich hoffe, euch hat das kleine Motiv gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Melanie.